for English subtitle, push the subtitle button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Meine Intro-Tierchen. Ich habe heute zwei, weil die beide so super schön sind und ich mich nicht entscheiden konnte, welche von beiden ich nehme. Wobei eben, erst hatte ich die hier oben und dann habe ich die hier unten noch entdeckt und die fand ich fast noch einen Ticken schöner. Deswegen dachte ich, komm, zeige ich euch beide. Das sind Gartenboas, Corallus hortulanus. In dem Fall Calico Red nennt sich die Farbvariante. Farbvariante in dem Sinn, ich behaupte, dass die so natürlich auch vorkommen in ihrem Lebensraum. Also es ist keine gezüchtete Farbvariante. Natürlich, man züchtet die Farbvariante weiter. Aber generell ist Corallus hortulanus unheimlich variabel in den Farben. Die gibt es von gelb über rot über bräunlich. Und so die roten sind eigentlich schon so mit die beliebtesten, vielleicht mit den gelben zusammen. Und dann gibt es die so als Calico, da haben die so weiße Flecken mit drin, so wie die zwei. Ja, wunderschöne Schlange, werden vielleicht so 1,50 Meter lang, aber unheimlich schlank. Also selbst die Tiere, wo ihr hier seht, man denkt, das sind so kleine Würmchen, aber die haben bestimmt schon, ich würde jetzt einfach mal so 60 cm schätzen, mindestens 60 cm, sind sehr schlank. Aber wie gesagt, tolle Terrarientiere, fressen super Mäuse, echt was Schönes und deswegen heute die Intro-Tierchen für euch heute. Themenmäßig bleiben wir beim Corallus. Da gibt es den Corallus caninus, den grünen Hundskopfschlinger. Also der Name ist schon cool, grüner Hundskopfschlinger. Ich weiß noch, wo ich mit der Terroristik angefangen habe, dachte ich, wow, Hundskopfschlinger, das muss ja ein Wahnsinnstier sein. Hat man das nur aus Büchern gekannt, wenn überhaupt, mal ein Foto in einem Buch gesehen. Ja, unser Thema heute, der grüne Hundskopfschlinger. Tolle, mittelgroße Boa-Art aus Südamerika. Und zwar aus dem Norden Südamerikas. Die Hundskopfschlinger kommen so am oberen Amazonasrand vor, also Guyana bzw. Venezuela, Guyana, Französisch-Guyana, Surinam, das ist so das, und Brasilien, das ist so das klassische Verbreitungsgebiet vom Corallus caninus. Dann gibt es da noch den zweiten, im deutschen Namen ebenfalls grüner Hundskopfschlinger, weil früher dachte man, das wäre das gleiche. Da hat man von Caninus Tieflandtiere oder ich glaube Regenwaldform hat man zum Teil dazu gesagt. Nee, doch, ich glaube Regenwaldform, ich habe es schon wieder vergessen. Und da hießen die alle Caninus. Das war ist immer noch der seltenere von beiden. Das ist mittlerweile als Corallus bathesi beschrieben, benannt. Der bathesi hat noch ein bisschen mehr Weißanteil, hat zum Teil ein durchgehendes weißes Rückenband. Die Kopfschuppen unterscheiden sich ein bisschen. Der Caninus hat kleinere, der bathesi hat ein bisschen größere Kopfschuppen. Daran kann man es auch ganz gut erkennen, wenn in einer Zeichnung. Ja, das sind so beides die grünen Hundskopfschlinger. Tolles Terrarientier an sich, aber nicht ganz einfach. Also das ist jetzt heute keine Sendung für den Einsteiger, so nach dem Motto durch einen Caninus. Ich würde sagen, das ist schon eine Boa für den fortgeschrittenen oder für den versierten und für den engagierten Terrarianer, weil sie doch gar nicht so leicht zu halten sind. In der Terrarienhaltung braucht er natürlich ein hohes Regenwald-Terrarium. Ich würde sagen, von den Sets, die wir anbieten, ist das Chamäleon-Set bzw. das Kronengecko-Set, die sind eigentlich gar nicht schlecht. Die könnt ihr verwenden, die könnt ihr adaptieren. Da fehlt noch zusätzlich ein Heatpanel, macht er zusätzlich für die Nacht, nehmt ihr noch ein großes Heatpanel dazu. Dann habt ihr eigentlich ein gutes Set für Corallus caninus oder bathesi. Ihr braucht, oder die Tiere brauchen es natürlich tropisch warm, hohe Luftfeuchtigkeit, das Terrarium möglichst viel bepflanzen, am besten wirklich echte Pflanzen, dann habt ihr das beste Klima, dann habt ihr nicht so die Probleme mit der Luftfeuchtigkeit, wie wenn ihr Kunstpflanzen nehmt. Also knallt das Ding voll mit irgendwelchen Efeututen, Skindapsis oder wie sie heißen, richtig voll machen mit Pflanzen. Beregnungsanlage können wir auch einblenden, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Also ich würde sagen, bei so einem
bei Hundskopfschlingern oder Corallus caninus unabdingbar. So könnte am Tag die Luftfeuchtigkeit auf 60 bis 80% könnt ihr erreichen. Tag und Nacht Luftfeuchtigkeit 60 bis 80. Temperatur. Ich würde wirklich einen Wärmeplatz oben im Terrarium machen. Könnt ihr entweder über die Lampe oder über das Heatpanel, wo es über 35 Grad als Wärmespot hat. Und dann ist es wichtig bei den Corallus, dass ihr wirklich eine abgestufte, ich muss gucken, irgendwie hat es der auf meine Finger abgesehen, seht ihr, dass ihr so abgestuftes Temperaturgefälle habt in dem Terrarium. Ne? Also unterm Heatpanel meinetwegen 35 Grad, unten 25 Grad, entsprechend diese horizontalen Äste anbieten, ganz wichtig, ne? Nicht irgendwelche Äste da so hoch, quer und was weiß ich was rein. Die wollen viele Äste haben auf verschiedenen Höhen, damit die sich auch die passende Temperatur aussuchen können. Ne? Ein Ast oben unter dem Heatpanel oder unter der Lampe, wo sie sich aufwärmen können. Äste weiter unten, die deutlich kühler sind. Werdet ihr merken, je nach Biorhythmus oder Laune oder Verdauung werden die verschiedenen Äste aufsuchen. Ne? Wenn sie frisch gefressen haben zum Verdauen, werden sie wahrscheinlich höher gehen. Wird es denen zu warm, gehen sie weiter runter. Also das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Die Insider von euch wissen, bei Königspülern sage ich eigentlich immer, in Afrika hat es überall 30 Grad. Hier, da gibt es keine Unterschiede. Beim Caninus ist es ein wenig anders. Ich denke, das hat mit dem Regenwald an sich auch zu tun. Ne? Oben, wo die Sonne noch reinscheint oder die Flecken, wo ein Sonnenspot reinkommt, werden die sich in die Sonne legen. In der Sonne wird es dann bestimmt 35, vielleicht sogar 40 Grad haben. Aber in kühleren, schattigeren Gebieten durch die hohe Luftfeuchtigkeit hat es auch nur mal 26 Grad oder sowas. Ne? Und das ist das, was ihr denen bieten müsst. Das ist wirklich ganz wichtig, weil der Caninus schon eine eher empfindliche Terrarienschlange ist. Ne? Wenn dem Caninus was nicht passt, dann verdaut er nicht richtig, wirkt sein Futter wieder aus. Wenn zum Beispiel das Klima nicht optimal ist, also zu warm oder zu kalt, wirkt das Futter aus. Und das ist und war das große Problem bei den Caninus, dieses Auswirken. Wenn er das 2-3 Mal macht, dann habt ihr leider verloren, beziehungsweise leider eure Schlange hat verloren, nicht ihr, sondern die Schlange, weil da verlieren die so viel Körperflüssigkeit und bauen dann rapide ab und dann kann man die fast nimmer retten. Ja? Also ganz wichtiger Punkt, das sollte nicht passieren und dazu dient das optimale Klima im Terrarium. Noch kurze Anmerkung, wenn ihr hier den Draht seht und denkt, was hat denn der Draht hier verloren, da macht er sich ja weh. Das ist natürlich die Aufhängung im Terrarium, ne, an dem Draht. Also der geht durch ein Loch nach außen. Da kann er sich natürlich nicht irgendwie dran verletzen. Nicht, dass ihr euch wundert und denkt, was hat denn der Stefan da für blöde Drähte dran. Wichtiger Punkt. Noch zur Haltung. Bodensubstrat hatte ich gerade noch nicht angesprochen. Ich würde euch empfehlen, ihr könnt theoretisch gar nichts reinmachen, einfach bloß die Wanne vom Terrarium ist möglich, ne, durch die viele Feuchtigkeit. Natürlich aufpassen, dass da nicht irgendwie das alte Wasser drin steht. Ne. Wenn ihr wirklich gar nichts drin habt, dann solltet ihr vielleicht einen Ablauf im Terrarium haben, dass das überschüssige Wasser weglaufen kann. Das ist sicher eine gute Lösung, beziehungsweise in dem Film wo wir bei Kevin McCurley Nerd gefilmt haben, die Reptil-TV-Folge, der hat da so ein Ablaufsystem im Terrarium drin. Ne? Wenn er sprüht, läuft unten das Wasser ab. Das ist natürlich eine tolle Sache. Alternativ könnt ihr Moos verwenden, so dieses Sphagnum-Moos oder auch dieses Kugelmoos könnt ihr unten reinmachen. Das saugt sich schön voll mit Wasser. Und gibt dann das Wasser an die Luft wieder ab, dass ihr eine gute Luftfeuchtigkeit habt. Also das ist sicherlich auch eine gute Möglichkeit. Zeitungspapier wird relativ viel verwendet, das kann man dann täglich wechseln. Ja, sowas in der Art würde ich euch empfehlen. Ansonsten kommen wir zur Aufzucht von den Corallus. Hier habe ich jetzt ein hübsches Caninus-Jungtier. Die Caninus lebendgebärend, ne? Boa ist lebendgebärend, kommen entweder in Rot oder rötlich-braun oder manche kommen auch schon grün, werden die geboren. Ne? Also nicht jedes Caninus-Jungtier hat diese hübsche rötliche Färbung.
wenn ihr, in Anführungsstrich, wenn ihr Pech habt, ist der von Anfang an grün, ist aber auch wirklich ja hübsch, wenn der am Anfang so rot ist, ne, rötlich, rotbraun, manche noch intensiver rot, schon tolle Farbe. So mit einem halben, dreiviertel Jahr fangen sie an umzufärben, werden dann so gescheckt. Der Kopf bleibt relativ lang rötlich, ne? Da sieht man dann manche grüne Tiere, die nur am Kopf so rote Stellen haben, sieht auch wunderschön aus. Ja, so mit gut einem Jahr sind sie dann grün umgefärbt. Wenn ihr Jungtiere aufzieht, es gilt das Gleiche, wie ich vorher gesagt habe. Ne? Ganz wichtig, diese Temperaturgradienten im Terrarium, ne? Von kalt nach warm, das müsst ihr auf jeden Fall haben. Die dürfen nicht auswürgen, ne? Also zum Beispiel sowas wie ich jetzt hier mache, habe ich jetzt natürlich darauf geachtet, dass sie nicht frisch gefressen haben. Das wäre völlig blöd, wenn die frisch gefressen haben, sich ärgern, und das Futter auswürgen darf auf keinen Fall passieren. Nicht übertreiben mit dem Füttern, nicht so, oh, der soll möglichst schnell wachsen oder der soll sich schnell umfärben oder irgend so ein Quatsch. Füttert die langsam. Ich würde so ein Jungtier, oder wir füttern die Jungtiere einmal die Woche, aber gar nicht allzu groß. Also die fressen hier so behaarte Babymäuse, ist eigentlich die perfekte Größe. Wie gesagt, da auf keinen Fall übertreiben. Einmal die Woche oder sogar alle 10 Tage, und wenn sie größer werden, sogar bloß alle 14 Tage füttern. Und dann lassen die sich schon wirklich ganz toll im Terrarium halten. Insgesamt sind sie gleich vom Gemüt her gleich garstiger, wie man es vom grünen Baumpütern zum Beispiel kennt. Ne? Ihr seht es hier, also der vorher war schon die ganze Zeit hier am blöd machen, und der hier genauso. Wobei das auch ein Tier ist, wenn man mit dem eine Weile ruhig umgeht, wird auch ein Caninus relativ ruhig. Ne? Würde ich euch sogar empfehlen, weil wenn die groß sind und garstig sind, dann tut es wirklich weh. Die haben echt ellenlange Zähne. Wenn die beißen, dann tut es wirklich weh als große Tiere. Also von dem her als Jungtier ruhig gleich versuchen, dass sie die Scheu verlieren, versuchen ruhig zu handeln. Dann sind die einigermaßen, oder dann werden die auch wirklich umgänglich. Ein oder andere von euch wird sagen, Quatsch, muss nicht sein, braucht man gar nicht anlangen. Finde ich auch okay. Wie gesagt, das Problem ist einfach, wenn ich so einen 2 Meter Caninus habe, der garstig ist und ich im Terrarium gar nichts machen kann, dann ist es auch ein bisschen schwierig. Ne? Noch das Thema Zucht, also die Corallus caninus werden ja tollerweise mittlerweile echt regelmäßig gezüchtet. By the way, wenn ihr euch Caninus kauft, definitiv nur nachzuchten. Also Wildfänge vor 20, 30 Jahren, wo ich angefangen habe mit der Terroristik, wurden immer wieder Wildfänge importiert. Da sind wirklich, ich glaube, mindestens 9 von 10 sind gestorben. Absolute Katastrophe. Jetzt seit vielen Jahren gibt es ja regelmäßig Nachzuchten. Die lassen sich wirklich toll halten. Für den Fachmann oder für den versierten Terrarianer sind sie problemlos. Tolles Terrarientier. Und eben lässt sich auch gut züchten. Werden so mit 3 bis 4 Jahre geschlechtsreif. Die Weibchen vielleicht runde 2 Meter, vielleicht sogar ein bisschen drüber. Männchen bleiben ein Stückchen kleiner. Aber Geschlechtsreife so mit 3, 4 Jahren, dann haben sie vielleicht so 1,50 Meter. Sind eigentlich das ganze Jahr reproduktionsfähig. Ich würde an eurer Stelle, würde ich sie paarweise halten, oder ich würde sie eigentlich sogar einzeln halten, nur zur Paarung zusammen machen. Manche Leute, ich hatte vorher den Kevin McCurley angesprochen, wie gesagt, in der einen Folge bei ihm, er hält Gruppen sogar Dreiergruppen, Caninus, oder Vierergruppen hält er sogar zusammen, finde ich interessant. Ich persönlich, wie gesagt, würde eigentlich lieber einzeln halten und dann nur zur Paarung zusammen machen. Lebendgebärend, tolles Terrarientier und durchaus auch möglich zum Reproduzieren. Was ich noch nicht erwähnt habe, ist die Geschlechtsbestimmung von den Caninus. Die Tiere lassen sich sondieren. Natürlich vorsichtig sein, die haben ja auch diese Greifschwänzchen. Da muss man wirklich aufpassen beim Sondieren, dass man das Schwänzchen nicht zu arg hält. Sonst ziehen die dran und dann brechen die Wirbel oder kugeln sich die Wirbel aus. Also wirklich ganz vorsichtig machen. Beziehungsweise man kann auch die Jungtiere poppen, genau das Gleiche, auch vorsichtig machen, keine Wirbel brechen. Also bei Caninus und auch bei Chondropythern ist das wirklich so ein Problem, dass man Tiere sieht, die da irgendwie einen Knick im Schwanz haben und das vielleicht auf unsachgemäßes Geschlechtsbestimmen zurückzuführen ist. Also muss man aufpassen. Aber
Es geht, ne? Sie lassen sich gut sondieren, sie lassen sich poppen. Also man kann die Geschlechter schon von Jungtier an, also eine Größe, wie ich gerade in der Hand habe, kann man die schon bestimmen. Und ansonsten, wie immer am Schluss, der Verweis auf gute Literatur. Dieses Grüne Hundskopfschlinger vom Marc Regent, wirklich schönes Buch oder Monographie über Caninus und Batesi, kann ich euch empfehlen. Ist jetzt gerade nicht wahnsinnig dick und wahnsinnig groß, aber es ist ja gar nicht so leicht, über diese Art, wo man ja noch gar nicht so lange in der Terroristik hält, so viel zu schreiben. Ich kann es euch empfehlen, holt euch das Buch, wenn ihr euch für die Tiere interessiert. Ansonsten mir bitte den Daumen hoch dalassen, Kanal abonnieren, Glocke anmachen, dann seid ihr immer dabei bei Reptil TV und ansonsten bleibt mir treu und mal wieder check my balls.